Walter Pichler und Friedrich Kiesler könnten ja auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Das war auch etwas, was mich während der ganzen Zeit der Konzeption dieser Ausstellung begleitet hat. Das Wissen um deren Unterschiedlichkeit, gleichzeitig aber auch der Offensichtlichkeit bestimmter Themen, die bei beiden angelegt waren. Also Themen, aber auch Arbeitsweisen. Und eine Arbeitsweise, die ganz offensichtlich ist, ist, dass sie jeweils sich weigerten, sich auf eine, wenn man so will, Disziplin zu konzentrieren. Und bei Kiesler ist es natürlich vielleicht noch breiter angelegt. Er hatte zwischen diesen eigentlich getrennten Disziplinen Architektur, Skulptur und Malerei hat er beständig Verbindungen hergestellt oder Übersetzungen gesucht auch. Eine Galaxy-Malerei bei Kiesler ist ein Objekt, das aus unterschiedlichen Teilen besteht. Also einerseits aus den bemalten Paneelen, die gemäß eines festgelegten Plans auf einer Wand montiert werden. Aber nicht nur die bemalten Paneele selbst, sondern auch die Zwischenräume sind für ihn genauso wichtig. Kiesler selbst meinte, seine Skulptur sei eine praktische Skulptur. Sie sei eine Skulptur, mit der man, aber auch in der man leben sollte. Also eigentlich ein Hybrid aus Skulptur, mit der man lebt, und Architektur, in der man lebt. Und das fand ich ein sehr schönes Bild für diese Ausstellung oder für dieses Kernthema der Ausstellung. Und das trifft sich im Prinzip bestens mit dem, wie Walter Pichler sein Verständnis von Skulptur und Architektur auch artikuliert hat. Er hat mehrmals betont, dass er nie verstanden hätte, warum man einen Unterschied zwischen Architektur und Skulptur setzen kann und dass er sich weigere, diesen Trennungsschritt zu tun. Insofern war es natürlich für mich auch wichtig, mir zu überlegen, wie man am besten diesen Raum jetzt architektonisch, quasi dramaturgisch stemmen sollte. Und deswegen die Einladung an Sonja Leimer, einer in Wien lebenden Künstlerin, die auch von ihrer Ausbildung her Architektin ist, aber in unterschiedlichen Medien arbeitet, viel skulpturale Arbeiten generiert, aber immer vor diesem Hintergrund eines Nachdenkens über Raum. Und sie selbst sagt auch, dass sie nicht differenziert zwischen einem Display und einer Skulptur. Ich fand diese Wandelbarkeit und diese Offenheit auch total spannend und eine sehr sinnvolle und auch sinnstiftende Ergänzung dieses Ausstellungskonzepts.